Mein Name ist Markus Westhoff. Der hat sich auch seit Sommer nicht verändert. Und ich fahre diese Vorserienmaschine. Modell 23 ist das. Und wir sind aktuell zusammen mit unserem Klaas Cougar auf dem Gut Kleinbünzow hier in Vorpommern, kurz vor der Insel Usedom, und sind am Sonnenblumendreschen. Wir ernten hier eine schöne Sorte Sonnenblumen und haben, so wie es ausschaut, einen durchschnittlichen Ertrag von 3,5 Tonnen auf dem Hektar bei um die 10% Feuchtigkeit. Ja, das Wetter könnte ein bisschen besser sein. Sonne ist immer gut oder wäre besser, weil das heißt ja auch Sonnenblume. Und es ist wirklich so, dass ja, man merkt schon, ne, je mehr Sonne da ist, desto schöner und einfacher lässt sich dreschen. Also wir haben hier den Vorsatz von Geringhoff, ein Sunlight, 30 Fuß mit 9 Meter Arbeitsbreite und extra konzipiert für Sonnenblumendrusch. Wir sehen hier die Schiffchen, also quasi alle 25 cm haben wir hier Reihenabstand, also somit können wir auch eng saaten, beziehungsweise ist dieser Vorsatz ist quasi rein unabhängig. Die Schiffchen braucht man, weil die Köpfe, die verlieren sehr schnell die Samen und die werden hier drin aufgefangen und am Ende beim Ausheben rutschen die dann in den Trog und gelangen somit in eine Maschine. Ne? Dies ist die Paddeltrommel, die dann das Erntegut weiter fördert, die Köpfe. Ne? Und dass das weiter rutscht. Und unten drunter sehen wir dann den Unterflurhäcksler, den können wir von der Arbeitstiefe her verstellen. Also je nach Aufwuchshöhe der Sonnenblumen und haben dann somit ein vernünftiges Stoppelbild. Weil wenn der Propeller nicht dran wäre, dann würde man nur die Köpfe abschneiden und die 2 Meter langen Pflanzen blieben erhalten und dadurch fährt man sich zu viel kaputt an der Maschine unten drunter. Das ist das, was die Feuchtigkeit wieder mitbringt. Deswegen, wir müssen auch sehen, dass wir weitermachen. Sonst haben wir nämlich das Problem, gleich ist Tau und dann stehen wir hier wegen 3 Hektar, weißt du?